Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zeitgewinn, dein Podcast für ein erfülltes Leben. Ich bin dein Host, Luca, und heute dreht sich alles um ein Thema, das uns alle betrifft, unsere Zeit. Wie oft hast du schon gedacht, wenn ich erstmal, dann habe ich Zeit für mich, sobald ich das Projekt abgeschlossen habe, kann ich entspannen, oder ich habe jetzt keine Zeit, das mache ich später? Stop! Heute zeige ich dir, wie du jeden einzelnen Moment besser nutzt und deine Zeit nicht länger verschwendest. In dieser Folge sprechen wir über 3 einfache, aber kraftvolle Wege, mit denen du dein Leben im Hier und Jetzt genießen kannst. Wir schauen uns an. 1. Warum wir den Blick für das große Ganze brauchen. 2. Wie du erkennst, was bereits gut ist. 3. Weshalb echtes Glück in dir selbst beginnt. Und natürlich bekommst du zu jedem Punkt ganz konkrete Übungen und Impulse, die du direkt umsetzen kannst. Am Ende lade ich dich ein, mitzumachen, es wird interaktiv. Also lehn dich zurück, spitz die Ohren und lass dich inspirieren. 1. Den Blick für das große Ganze schärfen. Kennst du das Gefühl, von Tag zu Tag hetzen zu müssen? Ständig To-Do-Listen, Deadlines, Erwartungen. Als würdest du in einem Hamsterrad strampeln, ohne anzukommen. Und während du sprintest, verlierst du aus den Augen, was wirklich zählt. Wir nehmen so vieles viel zu ernst, vergraben uns in Details, vergessen das große Ganze. Warum wir so ticken? Unser Gehirn liebt Routinen und Gewohnheiten. To-Do-Listen geben uns ein Gefühl der Kontrolle. Doch wenn das Leben nur noch aus Abarbeiten besteht, verschieben wir unser Glück immer weiter in die Zukunft. Erst wenn ich dies geschafft habe, kann ich entspannen. Dieser Wenn-Dann-Gedanke hält uns gefangen. Wir verschieben unser schönes Leben auf einen Zeitpunkt in der fernen Zukunft und verpassen die kleinen Wunder des Alltags. Übung. Der Weitblick-Blick. Setz dich bequem hin, atme tief durch und richte deinen Blick, physisch oder gedanklich, in die Ferne. Schau zum Horizont, steuer deinen Blick noch ein Stück weiter, bis du nur noch Weite siehst. Spüre, wie klein du bist und gleichzeitig Teil eines größeren Ganzen. Vielleicht denkst du an die Erde, die um die Sonne kreist, oder an das Universum, das dich hält. Lasse dieses Staunen in dir aufsteigen. Reflexionsfrage. Wie fühlt es sich an, wenn du dich als Lebewesen auf diesem wunderbaren Planeten betrachtest? Welches Gefühl entsteht, wenn du das Hamsterrad für einen Moment verlässt? Podcast-Impulse. Integriere diese kurze Weitblickübung jeden Morgen oder Abend für 2 Minuten in deinen Alltag. Notiere dir danach in deinem Tagebuch, welche Gedanken oder Gefühle hochkamen. 2. Erkenne, was bereits gut ist. Wir neigen dazu, ständig mehr erreichen zu wollen. Mehr Geld, mehr Freizeit, mehr Anerkennung. Fast so, als gäbe es eine Deadline fürs Glück. Doch die Gegenwart ist bereits gespickt mit Ressourcen. Sauerstoff, dein Herzschlag, ein Dach über dem Kopf. Das Fließen deines Blutes. Und all das funktioniert ohne dein Zutun. Bewusstmachungsübung. Nimm dir 1 bis 2 Minuten und halte inne. Spüre deinen Atem, deine Füße auf dem Boden. Spüre deine Hände, vielleicht das Gewicht deines Körpers auf dem Stuhl. Sieh dich im Raum um. Welche Farben, Formen, Gegenstände nimmst du wahr? Lasse alles einfach da sein, ohne Bewertung. Dieses reine Wahrnehmen ist ein Tor zur Dankbarkeit. Reflexionsfrage. Was hat heute bereits sehr gut funktioniert, ohne dass du etwas dafür tun musstest? Welche Ressourcen in deinem Leben sind jederzeit verfügbar und Essenziel? Deine Top-3-Liste. Erstelle eine kurze Liste mit 3 Dingen, die in deinem Leben funktionieren, ohne dass du sie aktiv managen musst. Beispiele könnten sein: 1. Ein sicheres Zuhause. 2. Freunde und Familie, die dich schätzen. 3. Deine Gesundheit und körperliche Funktionen. Jedes Mal, wenn du das Gefühl hast, es reicht nicht, nimm diese Liste zur Hand und lies sie laut vor. Spüre, wie sich ein Gefühl von Stabilität und Fülle einstellt. 3. Glück beginnt in dir selbst.
In Punkt 1 ging es um Perspektive, in Punkt 2 um Wertschätzung. Im dritten Teil dreht sich alles um das, was wir im Außen suchen, aber im Inneren finden. Glück und Zufriedenheit. Wir suchen Bestätigung durch andere, einen netten Chef, einen verständnisvollen Partner, lobende Kommentare in den sozialen Medien. Und wenn das ausbleibt, fühlen wir uns leer. Selbstliebe als Basis. Stell dir vor, du bist dein eigener bester Freund. Würdest du dich kritisieren, wenn du einen Fehler machst? Würdest du dir schlechte Laune gönnen? Ohne einen Grund? Wahrscheinlich nicht. Mit dir selbst kannst du genauso liebevoll umgehen. Und das ist der Schlüssel zum echten Glück. Übung. Eine Woche im Ich-Modus. In den nächsten 7 Tagen widmest du dich bewusst dir selbst. Jeden Tag suchst du dir eine kleine Handlung, die dir gut tut, ohne Leistungsdruck. Tag 1. Setze dich für 5 Minuten still hin und atme. Tag 2. Schreib dir eine kurze Dankesnotiz an dich selbst. Tag 3. Gönn dir einen Spaziergang ohne dein Smartphone. Tag 4. Sing ein Lied, das dir Freude macht, laut und mit Gefühl. Tag 5. Betrachte dich im Spiegel und sag dir 3 Dinge, die du an dir magst. Tag 6. Nimm dir Zeit für dein Lieblingsessen. Genieße jeden Bissen bewusst. Tag 7. Schreibe einen kurzen Tagebucheintrag. Ich bin dankbar für. Am Ende der Woche reflektierst du, welche Veränderung du gespürt hast. Vielleicht ist dein Blick auf dich selbst liebevoller. Vielleicht hast du einen Moment intensiven Glücks erlebt. Interactive Challenge. Dein schönes Lebenplan. Bevor wir zum Schluss kommen, lade ich dich ein, aktiv zu werden. Schnapp dir Zettel und Stift oder öffne deine Notizen-App und beantworte folgende Fragen. 1. Welchen der 3 Wege möchtest du als erstes ausprobieren? Weitblick und Perspektive. Dankbarkeit und Wertschätzung. Selbstliebe und inneres Glück. 2. Was ist dein konkretes Ziel für die kommende Woche? Zum Beispiel, jeden Morgen nehme ich mir eine Minute Weitblickübung. 3. Wie wirst du dich daran erinnern? Stelle einen Timer. Lege eine Notiz am Spiegel ab oder nutze eine App. Schreibe deine Antworten auf und pinne sie an einen Ort, den du täglich siehst. So bleibst du dran und kannst schon bald die positiven Effekte spüren. Zusammenfassung und Ausblick. Heute haben wir 3 mächtige Impulse mit auf den Weg bekommen. 1. Weitblickübung. Erinnere dich daran, Teil eines großen Ganzen zu sein. 2. Dankbarkeitscheck. Erkenne, was bereits gut läuft und stark macht. 3. Selbstliebe-Challenge. Finde dein Glück in dir selbst, nicht im Außen. Wenn du diese 3 Elemente kombinierst, entsteht eine kraftvolle Basis für ein erfülltes Leben im Hier und Jetzt. In der nächsten Folge steigen wir tiefer ein ins Thema Zeitmanagement ohne Stress und ich zeige dir, wie du durch kleine Alltagsrituale riesige Gewinne in Lebensqualität erzielst. Also bleib dabei. Ich hoffe, diese Folge hat dich inspiriert und motiviert, deine Zeit ab sofort bewusster zu nutzen. Wenn sie dir gefallen hat, gib uns einen Daumen hoch, abonniere den Podcast und teile ihn mit deinen Freunden. So können auch sie von diesen Impulsen profitieren. Hast du Feedback oder Fragen? Bis zum nächsten Mal bei Zeitgewinn, dein Podcast für ein erfülltes Leben. Genieße jeden Moment und nutze jede Sekunde. Mach's gut. Und denk immer daran, dein schönstes Leben beginnt jetzt.